Schütteln mir die Cops ab. Jetzt sagt mir das uns, wir haben die Zielperson im Blick und nehmen die Verfolgung auf. An alle Einheiten, Streife ist vor Ort. Wir kümmern uns sofort darum. Ich habe mal die ersten beiden auszuschalten, ne? Erste Runde geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das Zeug hast. Das war leider, ich hatte irgendwie... Nein, ich möchte einfach schneller sein als du. Hör auf zu telefonieren und fahr einfach. Ehrlich. Streife ist hier und startbereit. Nach der nächsten Kurve bin ich vorn. Bezweifle ich, ihr seid ziemlich weit hinten. Ich kann es dir leichter machen, wenn du willst. Ach ja? Und wie machst du das? Rückwärts fahren? Probier's mal. Vielleicht bist du so schneller. Nur am Quatschen, ne? Das wird... Ey. Ist er bereit, das Ganze zu beenden? Ist auch easy win hier, Alter. Nicht auf, wenn ich gegen dich verliere. Hey, Was ist jetzt wieder Yes? wollt nur checken, ob du noch im Rennen bist. Wärst du mit verbundenen Augen? Würde einige Dinge erklären. Da war ich ein bisschen auf den Polizisten fixiert. So möchte ich um die Kurven fahren. Warum kann ich das so nicht einstellen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wirklich. Ich würde es gerne einstellen können. Aber ich glaube, das ist einfach mein Hauptproblem, dass es zu viel zum Einstellen gibt. Sorgen, dass ich den Wagen gewinne? Du solltest dich konzentrieren, damit du keinen Unfall baust. Oh, ich bin konzentriert. Und zwar auf den Sieg. Das kannst du besser. Obwohl, was rede ich da? Vielleicht auch nicht. Ja, die sind raus. Die sind echt tough. Zentrale, Allradwagen ist vor Ort und bereit. Ich wusste nicht, wo der hin wollte. Okay, Medusa, Rüdiger, Jazz. Oh, das wäre so super, wenn... Oh, das wäre so gut. Aber lustig, dass Jazz immer denselben Wagen fährt. A, A+, S, S+. Das ist immer, wird immer derselbe Wagen sein. Ah, nice. Shimizu, Lyrik. Oh, nice. Jetzt, das ist sehr schön. Oh, das ist echt angenehm. Das ist echt angenehm, dass diese ganzen... Okay, mit unserem Lambo und mit dem haben wir so wenig wie möglich Erfahrung. Ja, das lief gut. Sie kann besser Lambo fahren. Mit denen haben wir am wenigsten Erfahrung. Dein Geld gehört dann wohl mir. Dieses Arschloch hasst Verkehr. Interceptor ist vor Ort. Sorry, Jazz. Das war dein Tod. Das war dein Tod. Was ist los, Yes? Du bist auf einmal so still. Ich achte auf die Straße. Echt? Solltest du auch Du bist mal tot. probieren. Oh, das tue ich. Und ich bin kurz davor, meinen Wagen zurückzugewinnen. Habe ich recht? Wie wäre es, wenn du einmal nicht Scheiße laberst? Medusa ist stark mit ihren Lambo. Aber wir sind auch stark mit unseren Lambo. Ist die Lackierung von dir? Ja. Warum? Du weißt ja, wie es heißt. Kleider machen Leute. Wusste nicht, dass du mal Clown werden willst. Telefonieren, nur an mich anrufen und voll quatschen. Soll das eine Art Ablenkung für mich sein oder sowas? Es lenkt ab, weil es echt nervt. Ich halt nur am Telefonieren. Meine Kohle kriegst du. Aber mein... Hey, Yes. Lass den Wagen gründlich reinigen, bevor ich ihn abhole. Ich hasse den Gestank von Versager. Du denkst wirklich, dass du gewinnst, oder? Oh, das denke ich nicht nur. Yes. Du hast recht. Du denkst gar nicht. Ich muss zugeben, ich bin überrascht, dass du noch hier bist. Fucking Was Kopf. los? Bist du meinem Talent nicht gewachsen? Wenn das Talent gewesen sein soll, dann bin ich die Göttin der Straßenrennen. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Na, Jazz, machst du Rüdiger noch fertig?
Zielgerade war, ja. Jazz hat Rüdiger noch fertig gemacht. Ich glaub's ja nicht. Und jetzt mit unserem Wagen. Und jetzt mit unserem Wagen. Medusa Jazz. Das ist eigentlich nice. Medusa ist relativ einfacher Gegner. Jazz weiß ich nicht. Das Problem ist halt einfach die Einstellung meines Wagens, dass ich es nicht kann. Das war mal ein sauberer Start, also sind wir schon mal ganz gut vorne. War nur Spaß. Hängen wir die Kosten ab. Nehmen Verfolgung auf. Wir haben Sichtkontakt zum Ziel. Der Interceptor ist da, um diesen Punk abzufangen. Es gibt zwei Wege irgendwie. Jetzt kommt's drauf an. Behältst du die Nerven? Wir haben Jazz Wir halten seit 2 getötet. Jahren die Nerven. Das ist ungesund, weißt du? Oh, das war fies. Das war richtig fies. Der hat sich so vor unsere Nudel gestellt. Echt tough. Das hat gut funktioniert. Wie gesagt, das ist wieder das Auto, weil es nicht gut eingestellt ist. Ich kann es nicht. Genieße die Zeit in dem Wagen, solange du noch kannst, Yes. Lange hast du nicht mehr. Oh, du hast recht. Er sollte wirklich in ein Museum. Ich finde, das zappelt halt immer so viel. Verfolgung ab. Naja, es ist hier sehr kurvenreich. Alle Einheiten, Interceptor nimmt Verfolgung auf. Kommen gerade überhaupt nicht mehr gerade fahren irgendwie. Der Sieg wird nicht verschenkt. Nicht mehr lange? Dann halte ich die Schlüssel in der Hand. Was auch immer. Ich höre dir nicht zu. Nettes Comeback? Pass doch auf meinen Wagen auf. Entschuldigung. Hey, ehrlich, Entschuldigung. Hey, Jazz! Jazz steht da noch und weiß nicht wohin, oder was? Oh, du Durchgerüttelt, Leute. Knödel. Medusa holt auf wegen dem Scheiß. Letzte Stück. Ich kann die Ziellinie fast sehen. Die Ziellinie, sicher? Natürlich. Ich fahre nämlich gleich über sie drüber. Ja, da habe ich das Problem, dass sie mir hier gerade alle in der Nudel rumfahren. Dass ich halt so aus dem Konzept gebracht wurde. Ich werde auf keinen Fall verlieren. Interceptor hier. Erledigen wir diesen Racer. Ich werde sie nicht verlieren. So, jetzt haben wir es. Gewonnen. Sehr schön. Gott sei Dank easy. Eine Million haben wir gewonnen. Und den wohl Abstand mit Abstand den hässlichsten Wagen. Aber es ist bestimmt noch nicht vorbei. Muss ich so kaputt reinkommen? Das ist Kacke. Das war so krass, Bro. Wir haben es geschafft. Wuhu. Jeder liebt die Underdogs. Ach ja? Was ist mit Alec? Pleite ist der Mann. Wegen dir. Ich check's nicht. Wieso macht dich das happy? Oh, hast du wirklich gedacht, ich arbeite für Alec? Wie oft muss ich dir das noch sagen, Speedy? Man setzt niemals nur auf ein Pferd.
Wenn ich gewinne, gewinne ich. Wenn ich verliere, gewinne ich auch. Ha! Merkt ihr das, Jasmine? Loyalität wird überbewertet. Nein. Sehe ich anders. Hey, Bro. Nimmst du mich mit? Hey. Hast du dir verdient? Sei nur Danke. vorsichtig. Sie hat mehr Power als noch beim letzten Mal. Noch mehr, ja? Rydell würde sicher gern sehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast. Meinst du echt? Ja, und irgendjemand muss mein Auto in die Werkstatt fahren. Versuch mitzuhalten. So verhunzt. So verhunzt das Auto. Oh, es tut einem in der Seele weh, das zu sehen. Fahren wir ein Rennen? Mit Jasmine davor? Fahren wir ein Rennen? Sag das doch! Ich hab gar nicht... Sag ich Ich doch. hab das gar nicht... Fahren wir ein Rennen? Alles hätte Nee. tun können. Zum Beispiel einen Unfall bauen? Wer hat nochmal das Rennen gewonnen? Du hast ein paar Mal die Nerven verloren. Nur du hast heute was verloren. Autsch, das tut weh. Zu früh? Bleib einfach locker, okay? Ich habe 2 Jahre lang gewartet. Locker kannst du dir klemmen. Wie du willst. Aber ich hab dich gewarnt, okay? Du hast echt viel Arbeit reingesteckt über die Jahre. Tag und Nacht. Man sieht's. Kaum zu glauben, dass du selbst in dem Wagen nicht gewonnen hast. Du wirst mir das ewig vorhalten, oder? Natürlich. Die Stadt ist voller Erinnerungen. Mein Und Wagen. jetzt ist es unsere Stadt. Mein Wir Wagen. sind richtige Lakeshore-Legenden geworden. Wir haben immer noch viel zu tun. Und es wird nur noch schwerer. Alle an der Spitze wollen dich umstürzen. Das kannst du mir glauben. BMWs. Ruhig versuchen, solange ich diesen Wagen fahre. Nee, dieser Wagen Er ist... wird beim Anblick durchdrehen. Wird er damit klarkommen, wenn ich aufkreuze? Wieso denn? Weil er stur ist? Schon mal in den Spiegel gesehen? Ich bin nicht stur. Ach ja? Weißt du noch, als du dir das Jumbo-Chili-Sandwich mit den ganzen Extras bei Deerings bestellt hast? Und? Er meinte, das kriegst du niemals alles runter, Mädel. Okay. Du hast dir immer mehr reingestopft. Bis ich Rydell vollgekotzt habe. Und dann sagte er, Bestell nächstes Mal einen Salat, der wäscht leichter raus. Er fehlt mir. er vermisst dich auch, Yes. Mal sehen. Du hast einen Fehler gemacht. Und wenn schon. Wo wir bei Fehlern sind. Ja? Was ist mit Miss? Die Leute lieben echtes Drama. Willst du den Moment ruinieren? Machst du dich heute etwa nur über mich lustig? Es gibt nicht viel zu sagen. Ohne sie hätte ich das Grand verloren. Du hast mich also ersetzt. Tess kann dich nicht ersetzen. Sie kannte nicht mal den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Drehmomentschlüssel. Das glaube ich dir sofort. Sie kennt allerdings den Unterschied zwischen Süßkartoffeln und Yamswurzeln. Da gibt's einen Unterschied? Du hast keine Idee, was sie vorhatte? Ich hatte so meine Zweifel. Aber mir ging es vor allem darum, dich zu schlagen. Das habe ich wohl verdient. Aber Leute wie Pinks denken immer nur an sich selbst. Kann sein. Aber jeder verdient eine zweite Chance. Alter, das Auto Eine fährt, Gelegenheit, sich zu fährt ändern. wie Dreck, Alter. Okay. Ich verstehe die Ironie. Ich kann es kaum erwarten, die Werkstatt zu sehen. Musste gerade dran denken, wie Rydell mich immer rief, wenn er Rory nicht finden konnte. Witzig. Hab gehört, wie er letzte Woche mit Rory gesprochen hat. Was hat er gesagt? Wieso finde ich dich mittlerweile immer da, wo ich dich hingelegt habe? Ich habe ihm gesagt, dass du Rory immer versteckt hast, um ihn zu ärgern. Weißt du, vielleicht sollte ich umdrehen. Yes. Wehe, du verschwindest mit noch einem meiner Wagen. Kann dir nichts versprechen. Weißt du noch, wie alles anfing? Ja, natürlich. Das ist unser Wagen. Nur ein Oh, paar guck ihn dir Spinner, die an. nichts zu Viel verlieren schöner. hatten. Wir dachten, wir könnten einfach sofort alles gewinnen. Du dachtest, wir können das. Ich war da ziemlich realistisch. Mag sein. Aber ich kann das mit der Brücke immer noch nicht glauben. Das hätte unser Ende sein können. Aber der Nervenkitzel, der war schon was. Dafür leben wir. Wir haben Benzin im Blut. Genau das meine ich. Aber ja, das ist gerade erst der Anfang. So ist es. Außerdem fehlt in der Werkstatt einfach etwas. Was? Die Jasmine-Magie. Telefoniert nicht und fahrt Auto. Das haut nicht hin. Das hat mich so abgelenkt, dass ich schlecht gefahren bin. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass das Auto scheiße ist. So, Jazz, ich bin schon mal zu Hause. Ich bin schon mal zu Hause, Jazz. Ich kann... Ah, dieses Auto ist aber auch Dreck. Wer hat dieses Auto gebaut? Jetzt fahren wir hier noch mal eine ganze Runde, wa?
dieses Auto ist doof. Sie hat das so verhunzt, das Auto, ehrlich. Sie hat das noch mehr verhunzt, als was ich unseren Wagen verhunzt habe. Mal guckt euch das an. War knapp. Die wollte uns töten. Die wollte uns 100%ig töten. Ach, Mann. Ihr könnt aber auch nicht vorne bleiben, weil man einfach gegen meinen Wagen auch keine Chance hat. Das ist auch einfach so. Ah, dieses rutsche Auto, ey. Das ist so kacke. Können wir ein anderes Auto fahren, bitte? Das Auto ist gleich völlig hinüber. Ich meine, das macht es auch nicht schlimmer, das Auto hier, aber... Das Auto ist eine Katastrophe. Das Auto ist eine Katastrophe. Ich meine, guckt es euch an, das dreht sich um 180 Grad, weil das über Stacheldraht fährt. Oh Mann, oh Mann. Jazz, da hast du das aber richtig zerstört. Wie weit ist es denn noch? Können wir das sehen? Okay, wir sind gleich da. Wir fahren hier wirklich einmal um die Welt. Wie wär's? Guck mal hier, was für eine Verschwendung an Benzin. Wir hätten von hier einfach rechts und dann wären wir da. Das gibt's ja gar nicht. Oh, die alte Gurke hier, das ist nichts. Kann sie gerne wieder haben, das Auto. Den Wagen hätte niemand gewonnen. Guck mal hier, ich entsorge es mal, ne? Ich entsorge es im Meer. Ist in Ordnung. Die geht Auto. Sieh mal, wer da ist. Sie klingt umwerfend. Und riecht auch richtig gut. Rydell, Der Kompressor ist hin. Der Kerl wollte ihn selbst reparieren. Und ich hab's ihm noch gesagt. Das muss alles wieder rückgängig gemacht werden. Er hätte auf dich hören sollen. Was für eine Scheiße. Wie läuft's in den Heights? Völlig überbewertet. Hast du denn schon an den Turbo gedacht? Seit wann hältst du dich denn an irgendwelche Anleitungen? Naja, dachte, ich fange jetzt damit an. Das klingt doch gut. Lakeshore, nimm dich in Acht. Und unser Wagen steht da nicht nur dieses Kackauto. Aber ich glaube, unser Nummernschild mit Brummi ist noch da, oder? Was gibt's, Pose? Ah, Credits. Ja, das... Street racing started in the street, right? So it's street. Hip-hop is street. When you think about urban wear, which is skateboarding brands, which is called streetwear, it's all from the hood. And it doesn't necessarily mean it has to be a urban metropolitan or like hood. It's just for racing, for hip-hop. Oh, as far as the correlation in hip-hop, street racing, the big rims and shit like that. Spinners. Spinners were made to try to cool down exhaust and all of that shit. We took it to hip-hop in the early 2000s. All the ballers had spinners on their trucks and all of that shit, 24-inch rims. Even decking your car out. The car culture is really like essentially a street and hip-hop culture. Struggle, that's what everyone comes from. So hip-hop started from struggle. It was people who would take their parents' records, right? And they knew that in the beginning of this record, it's 10 seconds that the drum is just looping. What they'll do is put that on the Serato turntable, and then they'll loop that 10 seconds, and that's your beat. Then they'll take another record, put it on the other side of the turntable, and that gives you your percussions and your hi-hats.
and then they just take a microphone and rap. Hip hop was, the foundation is built off sampling initially, like essentially, and that's the whole, that's what we do. So I think everything that goes into it, I think the struggle speaks out the best, and we all know that. It's the struggle. Everybody who wasn't like born with a silver spoon in their mouth, even those born with a silver spoon in their mouth, they always feel a need to show that they're worthy, that they need to show their parents, man, I'm not just no hedge fund baby. Like I got this. I know rich billionaire, born billionaire who own multi-million-dollar businesses by themselves, and it's not no Trump thing where the dad gave him only a $10 million loan. Like what the, you know what I'm saying? It's like people who do it themselves. And I think that even if you have a silver spoon, just keep going, because if you stop, bro, you can't afford to stop. No one can afford to stop, because if you stop, it's over, and that's the truth. And for lack of better words, in the most simplest terms, if you stop, it's over. We all share the same thing, which is struggle. And for anybody struggling, I just want some words of encouragement. ASAP, meaning always strive and prosper. It's not what you think. It's not as soon as possible, but we took a positive riff on and put a spin on something that meant quickly. But for us, it's everything but fast. It actually has more of a positive perspective. And it was some form of encouragement that promoted prosperity and ambition amongst the young brothers. There's a lot of people where I come from who have a lot of capabilities and different backgrounds, but we never really exercise those tools or anything like that because we so stuck in our situations or trying to live up to a facade that was, put in front of us that we got to live up to and other people's expectations. I think always strive to prosper is just creating your own path for your own destiny, but not going rogue and not giving up. It's always about the encouragement. I think the message for striving is easy. It's because it's so easy to give up. It's so easy to give up. You could give up, you could start doing, you could give up and you could just stay at home or, give up all aspirations. You could give up on life. You could give up on your friends, yourself, your family. I think prosperity is just what we all want in the long end and what we hope for. And that's what we work towards. Because I think this phrase and this crew is supposed to show you that if you strive, you shall prosper. Everybody has some type of support. So, I don't think that it's wise to try to take on everything as an individual by yourself, but you don't necessarily need a crew. It just worked out for me. We formed this brotherhood and this brothership because we don't have that where we from. Every time there's always an organization of guys from the urban community getting together, we labeled as a gang or some type of terrorist party or something like that. We just wanted to do something positive. We're not saints, but at the same time, we're not cold-blooded sinners, and it's really all about just getting your dreams out there, man. And I think that I'm an advocate for that. I advocate for that. I think I'm a catalyst for change. I think I'm a catalyst for, striving and prospering and doing it how you want to do it your way, because everything about me is unorthodox, man. My style, the way I talk and everything, but it works. And I just want to encourage people to be them, whatever that may mean. And whatever your goal is set to be, to try to accomplish that. That's the purpose of it. And I think that's the pursuit of happiness in life. People don't get to know that I'm human just like them. I go through struggles just like them. I go through frustrations and everything. As far as my accolades and accomplishments go, it wasn't easy, and like I said, I'm just as normal as everyone else when it comes to that matter. People just assume once you're on superstardom that you kind of don't bleed or, or shit or sleep or anything. But for me, it's more so just just showing people that we're all relatable in the same sense, that we all are the same in the same sense, because I deal with everyday struggles just like anybody else. Most of the time, a common person only correlates struggle to economic problems or, financial problems, but everybody has problems regardless of if it's economical or not. So what would you do if you had the mindset that you have now and the knowledge that you've gained throughout the years, and
you could kind of like teleport back to your old self back in, 2007 and whatnot. I wouldn't change anything. I think that those struggles is what got me here in the first place, right? And I don't think that my destiny was written in another way. So I kind of feel like the purpose of everything happening is meant to happen in that sense. As far as the keys to the game, and what I will say is that every game, every category, every margin changes. Everything. Some things change back to its original state, and some things change in hybrid to a whole nother state. Or, the evolution keeps going with everything. Some things are in style in the 60s and it comes back in style in the early 2000s, and so, so on and so forth. The game always changes. I think the best thing to do is just try to adapt with that, but still being yourself, because there comes a time and place where I don't think a lot of people, they forgot what it is to be an entertainer for the most part. Nowadays, being an entertainer is more so being a clout chaser or being somebody for, lack of better words, somebody that's always in the public eye for no good reasons, for all the wrong things, for all the wrong reasons. And staying true to it. For instance, I'll give you an example of what I mean by that, because that was a vague statement. Nowadays, TikTok is what every artist has to appeal to. Rapper, singer, pop artist. You have to go viral on TikTok. There's artists that don't even have a platform on TikTok and they're big, such as myself. I'm barely on it. I check it out to, for entertainment purposes like everyone else, but I don't really utilize it for my career as I should be. Now, I'm not opposed to it, but people's music is changing nowadays and it's more appealing to the algorithm of TikTok. So will it grasp your attention in the first 15 seconds, or would you swipe past it? Will it do this? All of those factors don't even matter to me, especially when I'm making music, because I know the name of the game is to stay with the time and flow and new swagger and pace of things, because there's always a radical change in whatever you do in any industry. But I'm gonna stay true to myself, because once all of the 6ix9ine and the clout chasing stuff is all said and done, and those guys can't do shows and this and that and this and that, this the legacy artists who are there, who knows the difference between changing time and adaptation. And that's the point I'm trying to make. For me, morally, I just want my son to be open-minded, creatively, everything, personally. I just want him to be open-minded. Nobody wants a bad seed, right? So we all pray for the same thing. I just want to have a normal child that expresses himself through his art or artistically, and something like his dad in that matter. I want him to be free, man. Like, I don't want him to discriminate against people, prejudice, none of that shit, none of that bullshit, man. My stage name isn't my real name, which is named after the God MC Rakim himself. I felt like that was like, if I was a basketball player, I got named Michael Jordan. That's like somebody in this day and age being named Jay-Z or Kanye, that's what that's equivalent to. I felt those shoes were so big to fulfill. I felt like I needed to earn my right to even call myself that. Me personally, internally, I felt that way, and I got his okay, and my nickname I got from Mos Def, Pretty Flacco. His is Pretty Flacco Bay. That's why yeah. So I get all my names from like rappers and stuff, and as long as I get the green light, I run with it, and I just try to make them proud within my legacy and lineage. Like, I just want to do the right thing and knock down doors that they never did and accomplish things that they never thought that they could do. Because whoever comes after me got to do it bigger and better, and that's all I want to do, is just make sure that we line it up for long legacy in this genre, man. We still strong, going on 40 years, man. We still here. I want to make everybody proud, That's just me. I'm eager to do that. I want to make everyone proud, honestly, and even you guys, just being able to say, I worked with that guy. You know what? I respect his shit. I like his shit. I'm proud of that kid. Like, I with him. That's what I want. That's what I'm in it for. That's what I do it for. You know what I'm saying? And that's never going to change. I'm never going to be too egotistical to say, oh, I'm richer than the rappers I was named after, and I did this and that, and I don't give a that's just whatever. That's just not my motto. That's not my thing. It's not my swag. So for me, I just want to make everybody proud, because I'm a student
and I'm always learning. And you know, the gratitude from certain people and individuals and validation is what counts. You know, I grew up in a household of 4 siblings, but in general, there's 14 of us, and yeah, man, it's a lot of us, a lot of responsibilities. I'm the oldest, yeah, I'm the oldest from my pop's side, so my pops passed away, and here I am with my brothers, and I'm like a dad figure in that sense. So that's why I was like, I kind of been a dad for a while now, technically, you know. It taught me I was just a weird man. I was like different from all of them. I was a strange one, you know what I'm saying? Like, I like the weird shit, like music that people wouldn't even suspect me to like. Like, what kid you know like Bob Dylan and Buddy Holly and these motherfuckers and shit, you know what I'm saying? Like, listening to Bob Marley and Buju Banton, and I don't know. I'm just, do you, because where we from, it's supposed to just be, yo, I only listen to you know what I'm saying? I only listen to hoodie rap. That's it. I'm a killer. You know what I'm saying? That's the attitude. But now it's just like, if you're not on that, you advocate for and all that. If not, it's just, you know, it's braggadocious shit. Not to say that I don't have that in my rhymes. That's just the culture we come from. But I think that there's more to me than just like that layer of just braggadocious, lackluster shit, you know, that everybody's doing, and the layers go way deeper than that, you know. And I want you to invent your own style, right? On top of that, your rapping capabilities have to be God level. And when I say that, I mean you got to be able to go on your index and pick different flows, different cadences, and you know. Also, I think what makes you a really, really, really dope MC today is when so many people from different backgrounds with you and can relate to you or listen to you, you know. And it's just like so many people speak to one demographic or target one demographic, but when you have that wide range of just different people and different backgrounds that come together and can agree upon like the body of work or just that artist in general, I think that's what makes you like God MC, and somebody who doesn't do the whole bells and whistles cheat code clout thing. Like, you know, that's just it. I was on my way over here and I was talking to my boy, and we was just talking about how the kids are now like saying like, you know, Future had a way better album than Kendrick Lamar, and nobody want to listen to Kendrick. And I was flabbergasted. Like, what the you know what I'm saying? Like, I'm trying to figure out what day and age am I living in that people's, like, granted, you could like Future over Kendrick, but where do you get off saying Kendrick is ass and his music is mid? Inspiration. That's what makes a dope MC. Look, if you can inspire motherfuckers and shit like that, yes. So individuality, rapping capability, a sign of development and being mature, and last but not least, inspiration, man. If you can inspire, you know what I mean, people from different backgrounds and all that shit, and reach on those people, that's what I feel like is like technically God MCs. You know, life throws you lemons. I make Sprite remix while everybody's drinking lemonade and shit. You know what I'm saying? Like, I just like to make the best of each situation. You can't stop, man. Life is gonna throw you lemons. There's gonna be days that you just feel like you can't even get out of bed. Today was one of them, you know. Everybody on the screen laughing and shit, but it's true. It's true though, you know. It's just like it's one of those things where what keeps me going is the passion to create. I know that I feel like a genius, right? And I know that's some real self-centered shit to say. Within my own right, what I do, I feel like I mastered a lot of the things that I do. And within those margins, I feel like I'm a genius in that realm. And I wake up every day for change, man. I want to invent something new. I want to design something new. I want to say something new. I want to direct something new. I want to write something new. I want to do something that's going to inspire older than me, younger than me. You know, that's why I want other my age or younger or older to do the same thing. Keep it going. We all got to be inspired, man. You know, it's just like, I'll use this for example. Like, if Need for Speed gave up, they would have gave up a long time ago because we got Grand Theft Auto.
We got Gran Turismo. We got this, that. What the does that mean? I don't have nothing to do with Need for Speed. You get what I'm saying? I'm trying to make an analogy connect out of this, but you get what I mean? You still keep going, and we gonna make the best out of it. You make the best out of it, not saying, oh, we making the best out of a shitty situation. No. I'm saying you make the best out of what the best is, you know, and that's what I want to do. And that's what gets me up every day. My folks in there could tell you, every day my conversations, when I was 16, where the hoes at? Where the bitches at? Where the girls? Yo, you going shopping? Oh, I ain't got no money. That was it. Now, what's the new designs? Yo, did you see this video? Look, we should do this. Hey, this would be dope on stage. My boys give me, like, that's just where I am now. And that's what wakes me up. I hope I'm not being too boring right now, but it's the truth. I want people to know that, especially about me. I have insecurities, I have obstacles, I have ambitions, and I have failures just like everybody else, just like all of us. And best part about life is waking up to be able to accomplish it again and do better. And that's it for me, man. And I know it sounds positive and that's the truth though. And I hate to sound so boring and shit, but it's the truth. You feel me? Like, that's it, man. That's what we in it for. And I want to encourage the young motherfuckers and people who even from other cultures that just get into the culture. It's never too late. You know, I just want to encourage people who all share struggle or is sharing a struggle, even trying to accomplish anything, man. I just want to give them that ambition, man. Some words of encouragement. Always strive, always prosper, man. Oh, ist er fertig? Alter, hat er uns jetzt echt 20 Minuten lang vollgetextet? Alter Finde, ey. Okay. Boah. Ey, was ist das denn für eine Sammelbirne? Ich meine, ich kenne den nicht, aber ich will den auch nicht kennen. Was ist das denn für eine Sammelbirne? Der hat 20 Minuten lang in den Credits uns vollgetextet. 20 Minuten! Eine Folgenlänge hat der uns vollgetextet. Cool, toll, super. Okay, ja, das war Need for Speed Unbound. Voraussichtlich für mich der letzte Need for Speed Teil. Weil ich das Spiel... Ja, weiß ich nicht. Es gefällt mir nicht, in welche Richtung das geht, irgendwie so. Ich bin nicht so... Das gefällt mir nicht. Ist nicht so meins. Ich werde euch jetzt auch nochmal 20 Minuten lang volltexten, weil die Credits gehen ja auch einfach mal eine Stunde. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn irgendein Underground-Remake kommt, dann werden wir machen, aber ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal ein neues Need for Speed anfassen werde. Das war alles nicht so... Das ganze Rumsliden und diese komischen Einstellungssachen und irgendwie... Weiß ich nicht, das hat mir irgendwie jetzt alles nicht so gefallen. Na gut, ich versuche... Kann ich hier irgendwas... Oh, ich kann's fortsetzen? Achso. Ich kann es überspringen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Ich werde es jetzt auch einfach überspringen. Weil, scheiße, Mann, ihr könnt mir nicht hier... Erstmal sammelt der mich 20 Minuten voll. Und der hat definitiv 20 Minuten gesammelt. Das wird auch eine Folge werden. Eine Folge werden die Credits werden. Weil das hier jetzt bestimmt schon gar keiner mehr hört, weil da keiner Bock drauf hat, dass diese alte Sammelbirne uns da den Kopf ab... Boah, nee. Komm. So, deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Überspringen. Alter Finne. Du hast die Story abgeschlossen. Cool. Warum zum Teufel? Ich will mir nochmal diesen unsagbar hässlichen Wagen angucken. Stärker Wetter, nicht wahr? Alles Elite? Hier hat es nicht Elite. Da, Elite. Toll. Aber, ey, das Auto ist hier hat er auch nicht Elite, aber es ist auch denen egal. Das Auto ist einfach das, also, ich glaube, ein Auto wurde noch nie so sehr verhunzt wie dieses Auto. Ehrlich, es ist sogar komplett kaputt. Wir haben es nicht mal mehr heil wiederbekommen. Und das heißt nicht mehr Brummi. Ich weiß nicht, warum wir ein kaputtes Auto haben, aber okay. Oh, die Kids. Oh. Müssen wir das kaputt haben?
Das ist das. Okay, gut. Ja, wir haben einfach mal ein kaputtes Auto hier hingestellt bekommen. Dann nehme ich jetzt meinen Wagen und dann gehen wir auf unseren richtigen Wagen hier. Das sieht viel besser aus. Lebt wohl. So. Knallhart. Da bin ich einfach mal knallhart. Okay. Ja, das war jetzt sowieso Need for Speed gewesen. Und wie gesagt, ich gehe da stark von aus, dass das mein letztes Need for Speed war. Entweder sind meine Reflexe zu schlecht oder das Spiel wird einfach immer furchtbarer, was die Mechanik angeht. Ich weiß es selbst nicht. Ja, es war viel Gemecker in diesen ganzen, besonders gegen Ende hin, weil das Auto war zu stark. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, ich bin jetzt aber auch raus. Wir machen jetzt Feierabend. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mich so lange ausgehalten habt. Und ja, weiß ich nicht, ob das hier noch überhaupt irgendjemand mitbekommt. Wenn ihr das mitbekommt, sagt gerne Bescheid. Schreibt einfach mal Hallo in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, dass ihr bis zum Ende mitgehört habt. Oh, ey, der quatscht uns in 20 Minuten durch. Okay, das kann ich aber auch gut. Okay, jetzt bin ich aber raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.